krass nass. Die Tigerentenclub Sommerspiele 2019. Jede Menge Action, Spaß und gute Laune mit Jazz und Johannes. Tag 4 bei den Tigerentenclub Sommerspielen 2019. Was ist mir heiß, Mensch? Es ist richtig warm, aber vor allem wird's heute krass nass. Genau, 9 Teams sind noch übrig geblieben. Sie alle kämpfen um den Titel Krass Nass Champion 2019 und wir werden sie heute nass machen. Hier sind für euch Mohammed und Philipp, hallo. Lena und Kaira, Lara und Emma, Lara und Mia, Hannah und Lilly, Josia und Colin, Robin und Lennon Elias und Hannah und Lara und Skadi. Hallo, hallo. Hi, hi, hi. Ihr habt etwas Schaum im Gesicht. Schaumdusche. Ja, sehr gut. Hallo, Hi. hallo, hallo. Oh, da hängen ja schon die Tagessiegermedaillen um den Hals. Ja. Da muss man sagen, 2 Mädels die letzten Tage richtig stark. Absolut krasse Girl Power. Ich komme mal zu euch rüber. 2 Medaillen habt ihr schon geholt und ihr seid immer so ruhig. Ne? Man denkt immer gar nicht so, dass ihr hier so abräumt, eins nach dem anderen. Was ist euer Geheimrezept? Einfach das Beste geben und versuchen, die Schnellste zu sein. Einfach. Okay. Alle Teams wollen auch mal Tagessieger werden. Was ist dein Tipp, Lara? Einfach rennen und nicht so drüber nachdenken. Ja. Nicht so drüber nachdenken. Einfach machen, einfach. Aber so einfach, wie es vielleicht aussieht, ist es tatsächlich nicht. Wenn ihr aber sagt, die beiden werden sich noch einen Tagessieg abholen, dann abstimmen und den Tagessieger tippen auf krassnass.de. Ihr habt so lange Zeit, bis das erste Team gestartet ist und dann gibt es einen mega so cool. coolen Preis. Ich hol's kurz. Jazz ist schon sehr neidisch. Das ist unser Tagessieg, gibt's in jedem Freibad. Es gibt Ja. Pommes. Und es schmeckt am besten mit Chlorfingern, wenn salzige Pommes sind. Das ist so mega. Bitte ein bisschen ich liebe Ketchup das. auch noch oben drauf. Ich liebe also, das. wenn ihr den Tagessieger richtig tippt, dann gibt's hier Pommes, Schranke, Rot-Weiß für euch zu Fällt Hause. mir sehr schwer, es abzugeben. Klickt euch rein auf krassnass.de. So, dann schauen wir unseren Parcours heute an und es feiert ein Hindernis, ein kleines Comeback, das gefürchtet war die letzten Jahre, Bolli. Und zwar das Labyrinth. Was sagst du dazu? Hallo Jess, hallo Johannes. Man hat ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass es für manchen Teilnehmer zum Problem werden kann und manchen Teilnehmer auf Irrwege führt. Also hier kann man ganz wichtige Sekunden gewinnen, aber eben auch verlieren. Da sind wir mal gespannt, wie unsere Teams das schaffen. Wer darf natürlich nicht fehlen in unserer Runde? Das ist Captain Krassnass mit Leichtmatrose Krass Plus. Die beiden Chaoten sind am Start. Wir freuen uns auf den Parcours an Tag 4. Achtung, fertig, krass, nass! So, da sind sie wieder. Captain und Leichtmatrose erklimmen den Kletterfels, in diesem Jahr zum ersten Mal zu sehen bei Krass Nass. Wer hat die besten Affenskills? Wer fegt die Rampe hoch? Alles natürlich wieder im Team. Dann geht's für die besten Buddies rechts und links die Rutsche runter und dann über, ja, die kennen wir schon, die tückischen Megabälle drüber, ohne Absturz bitte. Und schaut mal hin, Krass Blass und Krass Nass haben plötzlich ihre Schusseligkeit weggezaubert. Weiter geht's ins tückische Labyrinth. Spieler 1 links rein, Spieler 2 rechts rein und dann heißt zurechtfinden, den Ausgang finden. Ja, wo geht's lang? Da geht's lang. Jeweils den anderen Ausgang benutzen, wie beim Reingehen. Und dann heißt gemeinsam zusammen aufs Floß in den Monsterpool. Ohne Paddel diesmal, mit Hilfe eines Seils ans andere Ufer ziehen. Am besten nicht nur doof zuschauen wie unser Captain hier, sondern bitte mithelfen. Und dann zum Buzzer. Erst wenn der Langsamere drückt, wird natürlich die Zeit gestoppt. Krass Plus, so wird's gemacht. Und jetzt kommen 2. Die haben sich heute vorgenommen, es darf alles passieren, außer schon wieder das Schleuderrad. Mohammed und Philipp starten. Was wollt ihr heute anders machen, Philipp? Also erstmal nicht auf Schleuderrad. Erstmal sicher weiterkommen und dann nochmal gucken, was noch geht. Okay, wir denken positiv und ihr startet auf mein Zeichen. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Dann schauen wir mal, ob sich die beiden Schleuderrad-Spezialisten heute besser anstellen. Philipp verläuft sich hier schon mal und wir sind noch gar nicht im Labyrinth, Mensch. Jetzt aber schnell rauf. Die grünen und grauen Gumminoppen hier greifen und nix wie hoch auf den Kletterfelsen. Zur Belohnung gibt's dann eine muntere Rutschpartie. Die hat Mohammed schon hinter sich. Wo bleibt Philipp? Da ist er. Muss sich da erstmal ein bisschen zurechtfinden. Auch der Helm sitzt irgendwie nicht richtig. Jetzt ist er auf den Megabell. Kleinere Probleme hier auch bei ihm drüber zu kommen. Mohammed, der ist schon quasi im Labyrinth. Philipp muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Das ist, wie gesagt, eine Teamaufgabe, auch für ihn. Rein ins Labyrinth, da wartet aber unser Captain mit einer dicken Spritzpistole. Verwischt unseren beiden Kandidaten hier nochmal so ein bisschen die Sicht.
Und dann hier treffen sie sich, kurz mal Hallo sagen und weiter Richtung Ausgang. Unser Captain weiterhin auf der Jagd, aber sie sind beide gut unterwegs und sie sind beide auch quasi gleichzeitig raus. Keiner muss warten, das ist gut. Und dann gleichzeitig auch aufs Floß, aber da verpasst Philipp fast den Absprung. Und jetzt werden sie hier so ein bisschen weggetrieben, das Floß komplett in die falsche Richtung. Aber sie schaffen es irgendwie, sich dann da an Land zu ziehen. Ja, Mohammed, der gibt hier alles. Philipp, der kann nicht viel machen, der liegt einfach nur auf dem Floß und muss jetzt gucken, dass er hier seitlich auf die Stufen überhaupt kommt. Mohammed einige Meter voraus, Philipp hinterher. Gebt Gas, Jungs, dann wird das hier eine ordentliche Zeit. Philipp haut auf den Buzzer, wir stoppen die Zeit. Jungs, gestern Schleuderrad, das wollen wir heute vermeiden. Philipp, ich hatte ein bisschen das Gefühl, die Kraft war weg. Gerade bei den Megabällen habe ich es gesehen. Da hast du irgendwie dir viel Zeit gelassen und auch beim Monsterpool bist du nicht sofort aufs Floß gesprungen. Ich wollte erstmal sicherer machen, weil wenn man direkt beim Megabällen runterfällt, bekommt man ja direkt die Zeitstrafe. Deswegen erstmal ruhiger. Eure Zeit 1 Minute und 41 Sekunden. Und das nächste Team startet direkt bei Jess. Und das sind Lena und Kaira. Und hier werden noch so ein paar Einzelheiten besprochen. Ne? Was ist da los? Ja, so Diskussionen, wo wir jetzt hinlaufen und wie im Labyrinth, das ist ein bisschen verwirrend. Für mich jedenfalls. Für dich auch ein bisschen, ne? Na, ein bisschen. Viel Glück, Mädels. Rechts, links, das entscheidet ihr. Auf mein Zeichen geht's los. Achtung, fertig, krass, nass! Na, immerhin diskutieren sie und hacken einen Plan aus. Lena und Kaira, besser als gar nicht zu denken. Und wer denkt, die beiden können nicht klettern, denkt falsch. Vor allem Kaira hier hoch, schnell wie eine Gazelle. Lena mit etwas mehr Problemen, aber trotzdem fast gleichzeitig unterwegs. Kräftiger Aufprall da immer, da ist man dann schön wach und konzentriert hoffentlich für die Megabälle. Die kennen sie schon und das sieht man hier auch ganz gefühlvoll drüber, ohne groß Zeit zu verlieren. Genau 1, 2 Trippelschritte und dann runter Richtung Labyrinth. Die Orientierung finden, da hatten sie ja Respekt davor. Bisschen Sorge, dass man sich hier verlaufen kann. Ja, genau, mal kurz orientieren. Aber wenn man von oben drauf schaut, sieht das schon ganz gut aus. Ups, einmal links, einmal rechts. Hier, schön getroffen, schön mal die Klinke in die Hand geben, guten Tag sagen. Aber weiter Richtung Ausgang, dass man sich dann auch wieder trifft. Hier die Schaumparty wieder in vollem Gange. Kurz mal warten, genau. Und dann sieht das hier bei den beiden wunderbar parallel aus. Auf dem Floß, auch der Ausstieg klappt wunderbar und dann Richtung Buzzer und das sieht doch nach einer neuen Bestzeit aus. Da läuft nichts mehr schief. Nein, es läuft nichts mehr schief. Für die Mädels ist es gut gelaufen. Ich bin zufrieden, auch mit dem Labyrinth. Kaira, da war es ja vorher so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich, wenn ich ja rüber will, dann muss ich immer nach links. Ja. Genau, also wenn man raus muss, muss man nach links. Das war die Taktik. Okay, ich habe keine Ahnung, ob die so stimmt und ob die funktioniert. Ich kann euch aber sagen, ob eure Zeit gut war. Und das war sie. 1 Minute 32. Das heißt, ihr beide löst Mohammed und Philipp im Strandkorb ab. Und weiter geht es mit Lara und Emma. Und die beiden stehen schon hier bei mir sichtlich nervös vor dem heutigen Parcours. Was denkt ihr über das tückische Labyrinth? Also das, glaube ich, geht ganz gut. Aber ich habe eher Angst vor den Megabällen. Ja, da hat der eine gerade schon fast einen Spagat hingelegt. Macht euch bitte startklar. Auf mein Zeichen geht's los. Achtung, fertig, krass, Angst vor den Megabällen, aber doch keine Angst vorm Klettern, oder? Es ist jedenfalls nicht ganz leicht hier nicht abzurutschen, aber da ist kein Meter Unterschied zwischen Lara und Emma. So zeitgleich war bisher noch kein Team hier unterwegs. Und jetzt die Angst vor den Megabällen bei Lara, da schauen wir mal hin. Emma jedenfalls macht das ganz gut und Lara von wegen Angst, die geht hier ja mega schnell drüber. Also weiß gar nicht, wo hier die Sorge herkommt, aber vielleicht war sie hier besonders konzentriert einfach, weil sie so Respekt hatte vor den Megabällen. Jetzt beim Labyrinth sieht das auch noch gut aus. Unser Captain kommt da gar nicht hinterher mit seiner Spritzpistole, sollte mal ein bisschen mehr Gas geben, denn die Mädels schon raus und schon auf dem Floß. Was ist jetzt ihre Taktik hier? Aha, die eine mit den Armen kommt da nicht ganz ans andere Seil. Auf beiden Seiten ja ein Seil, aber
Wenn hier eine kräftig zieht, reicht es auch schon, um hier einigermaßen schnell rüber zu kommen. Das sieht nach Teamarbeit aus, so soll es sein. Super gemacht und das ist eine wunderbare Zeit und Platz 1 für Lara und Emma. Jetzt weiter mit Lara und Mia. Achtung, fertig, krass nass! Was haben sich die beiden für eine Strategie ausgedacht? Ganz vorsichtig geht's hier den Felsen hoch. Sie wollen den Berg nicht verletzen, habe ich das Gefühl. Lara will mal Architektin werden. In diesem Parcours gibt's auf jeden Fall viel zum Nachbauen. Rundeckig, hoch, flach, alles dabei. Zu den Megabällen. Aber weiß nicht, was sie da vorhaben. Da machen sie einen kleinen Spaziergang. Sah schon energischer aus bei den anderen Teams. Ein bisschen locker gehen sie das Ganze an. Aber vielleicht ist das ja die Taktik. Hauptsache nicht runterfallen von den Megabällen. Trotzdem ist eher so eine, als wäre das Pudding und wird sie hier immer wieder zurückfedern. Zeitgleich sind sie jedenfalls. Da kann man den beiden keinen Vorwurf machen. Wir springen ein bisschen ins Labyrinth und auch schon wieder raus. Da sind sie fast zeitgleich unterwegs. Trotzdem geht den beiden so ein bisschen der Saft aus, habe ich das Gefühl. Oh, aufpassen! Da war doch gar kein Eisberg voraus und sie fallen vom Floß. Der Pfiff von Krass Plus ist ertönt. Das gibt eigentlich die 5 Sekunden obendrauf als Strafe. Aber weil sie hier schon so viel Zeit verlieren, bleibt das hier bei der normalen Zeit. Die ist sowieso dahin. Sie versuchen hier alles, Lara und Mia, versuchen sich hier nochmal verzweifelt aufs Floß irgendwie rauf zu manövrieren. Aber das nutzt am Ende eben nichts mehr. Kampfkraft, Kampfgeist und der Wille ist da. Sie geben alles und das hat auf jeden Fall am Ende dann einen Applaus verdient, auch wenn die Zeit hier davonläuft. Über 2 Minuten. Schade. Das ist dieser Monsterpool. Boah, alles so synchron, ja. Kletterfelsen synchron, alles gleichzeitig gelaufen. Megabälle super gelaufen. Und dann gab es irgendwie im Wasser komplettes Chaos. Was hat da nicht funktioniert? Keine Ahnung. Wir sind runtergeflogen und nicht mehr hochgekommen. Ja. Keine Ahnung. 2 Minuten 10. Die Zeit wäre das Schleuderrad, wenn sich nichts mehr ändert. Aber es kann noch so viel passieren. Da hast du recht, Johannes. Hanna und Lilly, ihr seid als nächstes Team dran. Macht euch bereit, ihr zwei. Achtung, fertig, krass, nass! Ja, beim Kletterfelsen, da hatten bisher die wenigsten Teams Probleme. Es gibt die anderen Stellen in diesem Parcours, die tückisch sind. Und auch Hanna und Lilly stellen sich hier sehr, sehr gut an. Zeitgleich in die Rutsche rein und Richtung Megabälle runter. Ist man natürlich auch so ein bisschen nass, keine Frage. Muss man aufpassen, genau. Merkt sie hier, die Lilly. Aber bisher noch kein Sturz. Und auch hier kommen die beiden sicher drüber in einer guten Zeit. Und jetzt bitte orientieren. Den Kompass richtig ausrichten hier im Labyrinth und sich nicht irritieren lassen durch den Captain mit seiner Spritzpistole. So, oh, einmal kleiner Zusammenstoß. Vielleicht gibt es nochmal den Kick jetzt hier. Aber hier, wo geht's hier lang? Links, rechts. Und auch Hanna, links, rechts, ups. Ja, im Schaum kann man auch mal die Wege so ein bisschen verlieren. Aber sie haben sich wieder gefunden, die beiden. Und auch den Ausstieg nach der Floßfahrt gut geschafft. Und das sieht doch bei den beiden hier sehr, sehr gut aus. Nämlich Platz 2 für Hanna und Lilly. Und nun zu dir, Jess. So, ihr Lieben zu Hause, was in den nächsten paar Sekunden passiert, das ist zu 100%ig liebevoll gemeint von Josia und Colin. Die sind nämlich das nächste Team und ihr habt einen ganz speziellen Teamcheck. Auf geht's. Okay, wenn es euch Glück bringt, bitteschön. Macht euch startklar, ihr zwei. Ich drück die Daumen und gebe euch das Startsignal. Achtung, fertig, krass, nass! Ja, schön mal die Backpfeifen verteilt. Aber warum nicht? Jetzt sind sie sicher beide wach. Hoffentlich wird es kein schmerzvoller Durchgang für Colin und Josia. Aber liebe Kinder zu Hause, bitte nicht einfach Schwester oder Bruder ungefragt ohrfeigen. Das wollen wir jetzt nicht hier auslösen bei Krass nass. Auf zu den Megabällen.
Josia, der ist da schnell oben. Dem scheinen die Backpfeifen hier sehr gut getan zu haben. Der ist da ganz schnell unterwegs. Hat uns auch erzählt, er kann besonders gut rennen. Und hier hat man gesehen, warum. Colin ein bisschen hinterher. Aber im Labyrinth die Zeit noch okay. Gucken wir mal, wie sie hier den Ausgang finden. Ja, nicht ganz zeitgleich. Auch hier verläuft er sich nochmal. Einmal die Ecke nicht gefunden. Ja, der wird dann schon mal das Floß ins Wasser geschoben. Gut, beide mit dem Bauch drauf. Genau, und so soll es gehen. Links und rechts das Seil greifen und sich drüber ziehen übers Wasser. Teamarbeit par excellence. Fluch der Karibik, da wären die beiden auf jeden Fall die perfekten Piraten. Sahnelauf. Wie habt ihr es gesehen? War sehr gut, ja. Habt ihr irgendwie vorbereitet? Ist da alles so abgesprochen aus oder wieder komplett blind rein und hoffen, dass es klappt? Ein bisschen haben wir schon abgesprochen, dass ich immer rechts gehe. Und wir haben uns das Labyrinth noch angeguckt. 1 Minute und 22 Sekunden für Josia und Colin. Das heißt, ab mit euch in den Strandkorb und weiter geht es mit Robin und Lennon. Die wollen hier schon auf Startposition gehen. Ein paar Sekunden noch, dann dürft ihr los. Was habt ihr euch überlegt für den Parcours heute, Lennon? Wie ist die Aufteilung? Also ich gehe zuerst links und dann gehe ich rechts bei den Megabällen und auch rechts ins Labyrinth rein. Dann geht's los. Achtung! Fertig! Krass! Links, rechts, rechts. So soll es also sein. Hauptsache, sie sind nicht ganz unten, was die Tabelle angeht nach diesem Lauf. Und bis hierhin sieht das doch ganz gut aus, wie sie hier die Noppen hier auf dem Kletterfelsen erklimmen. Beide rein in die Rutsche. Einmal bitte abfahren und zu den Megabällen. Beide gleichzeitig hoch. Haben sie keine Probleme. Robin? Ja, sieht gut aus. Und bei Lennon, der stürzt einmal, muss nochmal zurück. Der Erste hier in dem Durchgang, der nochmal von vorne anfangen muss. Und da ist der Robin schon im Labyrinth. Und Lennon natürlich jetzt immer noch auf den Megabällen unterwegs. Das kostet Zeit, Freunde, hier. Ist er jetzt natürlich auch unter Druck im Labyrinth, wenn der Kollege schon fast wieder draußen ist. Hier treffen sie sich quasi am Eingang bzw. am Ausgang für Robin. Und der Lennon muss hier nochmal komplett durch. Ja, was macht Robin jetzt? Der kann das Floß nochmal ein bisschen putzen in der Zeit, das Deck schrubben. Und Lennon, der hat hier zu viele Richtungen im Kopf. Links, rechts, rechts war doch eure Taktik. Vielleicht ein bisschen zu viel überlegt. Hallo, rechts hier. Genau, da wartet Robin mit dem Floß schon eine ganze Weile. So, dann ist hier auf einmal ganz schön viel Schaum. Das ist natürlich rutschig und seifig. Und Robin kann sich hier nicht halten. Und jetzt bei dem ganzen Schaum sich da wieder hochzuziehen, das ist natürlich fast unmöglich. Immerhin, Lennon zieht die beiden hier am Seil nach Hause nach seinem missglückten Durchgang. Vorher rettet er das Team dann doch immerhin mit unermüdlichem Einsatz. Und Robin, auch wenn du nass bist, auf ins Ziel. Wir warten auf Robin, er ist jetzt auch im Ziel. Was war im Labyrinth los? Du hast dich doch vorbereitet vorher, oder? Das ist aber dann ein bisschen anders im Labyrinth. Klar, wenn man erstmal drin ist, 1 Minute 54. Das heißt, wenn es so bleibt, wäre es das Schleuderrad. Die Frage ist, wie schneiden die anderen ab? Und da sind wir jetzt bei Elias und Hannah. Das Labyrinth hat es ganz schön in sich, aber Hannah, du freust dich schon drauf, ne? Ja, ich habe zwar ein bisschen Respekt, aber es wird bestimmt cool. Macht euch bereit, Elias und Hannah, das nächste Team, unser einziges Mixteam noch. Es geht los. Achtung, fertig, krass, Respekt, aber keine Angst. Das ist genau die richtige Einstellung bei Krass Nass. Auch für unser Mixed-Team hier. Elias, der will mal Leistungssportler werden am liebsten. Na dann, gib mal Gas, Junge. Denn die Hannah ist dir hier einige Meter voraus. Schon auf den Megabällen. Wenn sie so ein bisschen ins Wackeln kommt hier. So, Elias, jetzt gib Gas. Genau, da kannst du aufholen mit großen Schritten. Oh, da kommt sie so ein bisschen nochmal ins Fallen, aber kann sich dann doch nochmal retten. Ja, fast zeitgleich ins Labyrinth. Die Zeit ist okay. Hannah schon raus. Aber wo ist Elias? Da kommt der Blick zurück. Mensch, wo ist mein Partner? Von wegen Jungs haben die bessere Orientierung. Ab aufs Floß jetzt.
Hannah scheint einfach mehr Energie zu haben, da kommt er ja fast gar nicht hinterher. Und dann chillt er hier faul in der Sonne und lässt seine Partnerin arbeiten. Ja Mensch, was ist das denn? Ein Macho am Werk, zeigt nicht seine Schokoladenseite hier. Und dann schlürft er noch einen Cocktail im Pool, oder was ist da los? Mensch, nimm die Beine unter die Arme, Junge. Hannah schon fast im Ziel. Elias, komm, gib Gas, Junge. Die letzten Meter, das wird doch trotzdem noch eine ordentliche Zeit für euch. Wir warten auf Elias. Hannah, da hast du ganz schön die Arbeit für euch gemacht im Monsterpool, oder, Elias? Du saßt, glaube ich, auf dem Floß oben drauf oder hast gezogen und Elias hing so dran wie so ein Fisch. Aber hat doch gut funktioniert. Was sagst du? Ich weiß nicht, ich habe gar nicht richtig registriert, wo er ist. Ich habe einfach versucht zu ziehen. Bist du nicht draufgekommen aufs Floß, oder? Ja, schon. Es war zu weit vorne. Trotzdem gute Zeit für euch beide, nämlich 1 Minute 34. Und jetzt kommen die Tagessieger von gestern. Sind so ein bisschen, auch wenn sie es nicht hören wollen, die geheimen Favoriten. 1,22 ist momentan die Bestzeit. Glaubst du, ihr könnt das knacken, Skadi? Vielleicht, also ich bin mir nicht sicher. Die stapeln immer eher so ein bisschen tief. Wir schauen mal, was ihr jetzt draus macht. Dreht euch bitte um, geht auf Startposition. Auf meine Tröte geht's los. Achtung, fertig, krass! Die Geheimfavoritinnen auf den Sieg hier bei Krass Nass 2019, also schon 2 Medaillen gesammelt und klettern. Die kraxeln wie die Profi-Bergsteiger hier den Kletterfels rauf. So kennen wir die beiden. Fisch, Käse, Tomaten, Gemüse mag Lara alles nicht, aber eins mag sie: rutschen und Gas geben. Und die sind ein Team, die sind kaum zu schlagen. Aber sie sind ein bisschen fahrlässig, zumindest Skadi hier, die muss noch mal von vorne los. Das sind sie gar nicht gewohnt, hier dieses erfolgsverwöhnte Team, Lara und Skadi. Lara schon im Labyrinth. Und Skadi ein paar Meter dahinter. Schauen wir mal, wie sie jetzt hier, die ist so ein bisschen, ja, auch irritiert. Erst links rum, dann rechts rum, wie sie das hier angehen soll. Hier treffen sie sich, genau. Und dann kommt auch noch der Captain hier und will seinen Senf dazugeben mit der Spritzpistole. Lara jetzt schon draußen, wartet am Floß, kann das schon mal richtig zurechtlegen. Und dann schauen, wie es geht. Boah, Monster-Jump hier von Lara. Das hat sie klasse gemacht. Bisschen Schwung mitgegeben. Und hier wird auch kräftig gepaddelt. Und das sieht doch ziemlich schnell aus, wie das Boot hier drüber kommt. Also trotz Sturz von Skadi am Ende super gerettet und nochmal richtig Gas gegeben. Der zweite haut auf dem Wasser. Der musste bei den Megabällen noch einmal laufen, Skadi. Bei dir ist es passiert, oder? Ja. Bist du einfach abgerutscht oder wie lief's ab? Abgerutscht. Aber ey, ihr seid so krasse Kämpfer. Unfassbar. Ihr müsst doch mal laufen und trotzdem holt ihr so eine Zeit raus. Wir schauen mal drauf auf das Gesamttableau nach diesem Tag. Krass nass. 1 Minute 29 erstmal für euch beide. Also super Zeit. Wahnsinn. Auf das Schleuderrad müssen Lara und Mia und Robin und Lennon. Jetzt würde ich sagen, verteilen wir Medaillen, oder? Sehr gerne, und zwar an Josia und Colin. Ihr zwei kommt her zu uns. Die Herzlichen ersten Glückwunsch. Jungs, die sich den Tagessieg holen. Bitteschön. Steht euch sehr gut, Jungs. Wie fühlt sich's an? Sehr gut. Ja, gut. Ziel erreicht, ist ja noch Platz für mehr. Was nehmt ihr euch die nächsten Tage vor? Auf jeden Fall weiterzukommen und vielleicht noch einen Tagessieg. Wir würden uns sehr freuen. So, ihr seid auf jeden Fall safe und bei uns geht's jetzt rüber zum Schleuderrad. Ja, was jetzt kommt, mögen Jazz und ich auch nicht, aber es gehört halt zu Krass Nass dazu, das Schleuderrad, Robin und Lennon. Das erste Mal geht's für euch hier auf das Drehrad. Habt euch abgesprochen, wer macht was? Also ich gehe aufs Schleuderrad und Robin wirft. Und wie ist eure Aufteilung, Mia und Lara? Also ich gehe aufs Schleuderrad und Lara wirft. Dann geht's los. Also bitte auf das Schleuderrad gehen. Viel Glück. Der jeweilige Spieler zu den Bällen. Und wenn ihr dann den sicheren Stand habt, dann würden wir starten. Steht ihr fest? Seid ihr safe? Daumen hoch von euch, Mia. Alles gut? Guck mal, Lennon steht nach außen hier in die Mitte. unterschiedlich. Neuer Stand. Es geht los. Achtung, fertig, krass, nass! Lennon gegen Mia. Der Lennon mit einer Abwehrhaltung, kann so die Bälle gut abwehren, sitzt sehr, sehr tief, fast schon wie beim Yoga sieht das aus. Und Mia, oh, die kommt hier früh ins Schlingern, kann sich aber noch mal festhalten. Genau, ein bisschen nach vorne lehnen. Lennon hier weiterhin felsenfest und Mia hat Probleme, hat größere Probleme und stürzt. Lennon, ihr habt's geschafft. Lennon, Robin, ihr seid eine Runde weiter, Jungs. Ach, Mia, Sehr, du sehr hast so gut. gut durchgehalten. Lass dich trösten, Mia. Von deiner Freundin Lara und von allen anderen.
Es war so schön mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Ihr wart so ein super Team, Ja. auch wenn es weh tut, aber ihr wart so cool, echt. So kann es ja. gehen. Und hier haben wir 2 glückliche Gewinner. Robin, Len, Glückwunsch, dass ihr Gut weitergekommen seid. Seid ihr happy? Ja, auf jeden Fall. So, hier dürft ihr euch ein bisschen abschlagen jetzt noch und aufbauen für die nächste Runde. Und wenn ihr zu Jawohl. Hause den richtigen Tagessieger heute getippt habt, waren ja 2 Jungs, Lucia und Colin. Guckt mal auf krassnass.de, ob ihr vielleicht hier Jazz Pommes gewonnen habt. Schickt mir bitte ein Selfie, wenn ihr es gewonnen habt. Ich finde es so großartig. Außerdem auf Instagram gibt es wieder News von unseren Gewinnern. Also klickt euch da auch gerne rein. Und wir sehen uns alle morgen wieder bei Krass Nass. Bis dann. Tschüss. Pommes! Alles.